Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Annette und auf diesem Kanal geht es um Yoga, Düfte und Achtsamkeit. In unserer heutigen Yin-Yoga-Stunde liegt der Schwerpunkt auf Hüftöffnungen. Dafür brauchst du wie immer eine Yogamatte, große oder kleine Yogakissen, ein Yoga-Block und damit du dich noch viel tiefer entspannen kannst, empfehle ich dir, einen Duft mit in die Stunde zu nehmen. Dafür eignen sich besonders Lavendel zum Entspannen, Rosmarin oder irgendein anderer Duft, Zitrusdüfte, die dich tiefer in die Asanas hineinfallen lassen. Nimm dir diesen Duft und träufel den auf deine Kleidung. Verreibe das in deinen Händen und genieße den Duft. Nimm 3 tiefe Atemzüge und stimm dich so auf die Yogastunde ein. Lass uns nun beginnen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Unsere erste Yin-Übung ist eine klassische Hüftöffnung, der Frosch. Solltest du eine schmale Yogamatte haben, empfiehlt es sich, mit deiner Decke deine Knie zu unterpolstern. Nimm dir dafür die Decke, mach einen langen Streifen daraus und platziere es in der Mitte deiner Matte. Dann lass deine Knie auf dieser Decke zu den Seiten gleiten, während du deinen Oberkörper erst aufgerichtet lässt und dann langsam Richtung Boden sinken lässt. Deine Hüftgelenke sind auf einer Höhe mit den Kniegelenken. Wenn du magst, stütze dich auf deinen Unterarm ab. Finde hier eine Position, in der du die Dehnung deutlich spürst, sie dir aber nicht wehtut. Es sollte kein stechender Schmerz sein. Ziehen ist okay. Oder leg dir deine Yogakissen unter deine Brust. Und so kannst du dich ganz tief in die Matte sinken lassen. Leg deinen Kopf auf dem Kissen ab oder lass deinen Kopf hängen. Unser gesamter Körper ist durchzogen mit Faszien, Gewebsschichten, die die Muskeln umgeben. Im Yin-Yoga wollen wir uns genau auf diese Gewebeschichten konzentrieren und somit Blockaden lösen. Lasse nun ganz bewusst alle Muskeln los. Du kannst dich jetzt ganz fallen lassen und deine Hüfte kann sich dabei wunderbar öffnen. Entspann ganz bewusst deine Arme. Lass deinen Kopf ganz locker sinken und schau mal, ob deine Füße jetzt angenehm liegen oder ob du sie vielleicht noch ein Stück weiter zu den Seiten nehmen möchtest. Wenn du deine perfekte Position gefunden hast, lass ganz bewusst los, vertiefe deine Atmung und mit jeder Ausatmung gib alle Anspannung an die Erde ab. Der Frosch fördert die Verdauung, wirkt krampflösend bei Menstruations- und Verdauungsbeschwerden und ist ideal für Leber, Nieren, Lunge, Herz und Milz. Der Yin-Frosch wirkt sehr intensiv auf Leiste und Hüftgelenke. Diese Übung soll nicht in Stress ausarten. Das Ziel des Yin-Yoga ist, das Qi wieder ins Fließen zu bringen. Aber Stress verhindert ein ruhiges, fließendes Qi. Und deshalb frag dich mal, möchtest du wirklich ganz bewusst in diesen Haltungen bleiben, durchhalten? Bist du wirklich emotional dazu gewillt? Ich empfehle dir, deinen Schweinehund zu überwinden und wirklich in der Stellung zu bleiben, solange keine Schmerzen dabei auftauchen. Und nun genieße die letzte Minute in Stille mit der vollen Konzentration auf deinen Atem.
Und dann nimm jetzt mal ganz bewusst wahr, wie sich dein Hüftbereich, das Becken anfühlt. Und dann umgreife deine Knie und schenk deinem unteren Rücken eine Entlastung. Unsere zweite Haltung, das Happy Baby, glückliches Baby. Greife dafür deine Fußsohlen oder dicken Zehen. Während im Liegen die eigenen Grenzen ausgelotet werden, bleibst du ganz ruhig, geduldig und gibst jeder Haltung nach. Diese Haltung ist eine starke Hüftöffnung. Sie weitet auch das Kreuzbein. Sie wirkt sich auf die Nieren, Harnblasen und Lebermeridiane aus. Genieße während der Happy Baby Pose das Gefühl, dich ganz zu öffnen. Werde ruhig und hab ganz viel Zeit. Such die Grenzen und spiele damit. Denke daran, die Zeit ist das magische Wundermittel beim Yin-Yoga. Wenn die Stellung etwas zu intensiv ist, dann komm wieder ein Stück zurück. Lege deine Konzentration jetzt wieder auf deine Atmung. Atme tief und lang und spüre, wie du in die Matte tiefer sinkst. Genieße noch ein paar letzte tiefe Atemzüge in der Happy Baby Pose.
Löse jetzt deine Hände von den Füßen und stell deine Füße hinterm Gesäß ab, etwas breiter als hüftbreit, und lass die Knie gegeneinander fallen. Entspann so ein paar Momente. Und dann umgreif jetzt deine Knie und komm schaukelnd nach oben zum Sitzen. Leg dir nun deine Blöcke, Kissen oder Bolster mittig neben die Matte, sodass du sie gut erreichen kannst aus der Liegeposition. Und dann leg dich auf den Rücken, das Becken ist auf Höhe deiner Hilfsmittel. Stell deine Fersen hinterm Gesäß auf und hebe dann langsam den Rücken vom Boden ab in die Schulterbrücke. Greife nun mit deinen Händen die Hilfsmittel und schiebe sie unter das Becken und leg das Becken dann auf dein Hilfsmittel ab. Wenn die Dehnung im Nacken zu intensiv ist, dann reduziere die Höhe deiner Hilfsmittel. Und nun streck deine Beine aus. Spüre die Dehnung im Hüftbereich. Besonders der Psoas wird hier gedehnt. Um den Brustbereich noch zu dehnen, kannst du die Arme auch über deinen Kopf nach oben ausstrecken. Leg deine Konzentration wieder auf deine Vollatmung und fülle die Lungen und den Bauchraum vollständig aus. Mit der Ausatmung kannst du dich noch tiefer in die Matte sinken lassen und auf dem Boden hinter dir ablegen. Wenn dir die Dehnung zu intensiv ist, dann fühl dich frei, jederzeit aus dieser Stellung zu kommen.
Genieße noch ein paar tiefe Atemzüge in der Schulterbrücke und lass noch ein Stück mehr los. Und nun stell deine Füße wieder hinter deinem Gesäß auf und heb das Becken nochmal vom Boden ab und befreie den unteren Rücken von den Hilfsmitteln. Und lass das Becken wieder auf dem Boden absinken. Wenn du magst, kannst du die Knie zu dir ranziehen oder streck die Beine aus und verweile ein paar Momente in Shavasana zum Nachspüren. Greif nun ein angewinkeltes Knie und komm nach oben zum Sitzen. Platziere nun deine Hilfsmittel mittig auf der Matte. Setz dich mit deinem Becken neben deine Hilfsmittel. Platziere deine Beine angenehm übereinander, das untere Bein eher nach vorne und das obere nach hinten. Und nun streck deinen linken Arm nach vorne aus und lass dich über die Hilfsmittel seitlich sinken Richtung Boden. Gegebenenfalls unterpolstere deinen Kopf. Atme hier tief und vollständig in deine Flanke. Nutze den seitlichen Raum für deine tiefe Bauchatmung. Lass hier ganz bewusst alle Anspannung los. Genieße deine letzten Atemzüge in der seitlichen Flankendehnung.
Löse die Stellung jetzt ganz vorsichtig auf, indem du nach vorne auf den Bauch rollst und leg dich in die Bauchentspannungslage zum Nachspüren. Die dicken Zehen berühren sich, die Fersen fallen locker zu den Seiten. Der Kopf ist angenehm abgelegt. Du kannst mit deinen Händen ein Kissen bilden oder deine Arme rechts und links neben deinen Körper ablegen. Nimm jetzt mal ganz bewusst deine beiden Körperseiten wahr. Nimm wahr, wie sie sich unterscheiden und lass dich auch hier schwer und tief in die Matte sinken. Dann setz jetzt deine Hände unter deine Schultergelenke und schieb dich in den Vierfüßlerstand. Platziere nun deine Hilfsmittel mittig auf der Matte. Setz dich mit deinem Becken neben deine Hilfsmittel. Und nun streck deinen rechten Arm nach vorne aus und deinen linken Arm kannst du nun über den Kopf zu Boden bringen. Der Blick geht nach oben. Platziere deine Beine angenehm übereinander, das untere Bein eher nach vorne und das obere nach hinten. Atme hier tief und vollständig in deine Flanke. Nutze den seitlichen Raum für deine tiefe Bauchatmung. Genieße deine letzten Atemzüge in der seitlichen Flankendehnung.
Löse die Stellung jetzt ganz vorsichtig auf, indem du nach vorne auf den Bauch rollst und leg dich in die Bauchentspannungslage zum Nachspüren. Die dicken Zehen berühren sich, die Fersen fallen locker zu den Seiten. Der Kopf ist angenehm abgelegt. Du kannst mit deinen Händen ein Kissen bilden oder deine Arme rechts und links neben deinen Körper ablegen. Nimm jetzt mal ganz bewusst deine beiden Körperseiten wahr. Nimm wahr, wie sie sich unterscheiden und lass dich auch hier schwer und tief in die Matte sinken. Dann setz jetzt deine Hände unter deine Schultergelenke und schieb dich in den Vierfüßlerstand und wandere jetzt mit deinen Fingern von dir weg. Lass den Oberkörper Richtung Boden sinken. Du kannst die Stirn auf der Matte ablegen. Die Hüftgelenke sind in etwa über deinen Kniegelenken. Deine Oberarme sind ganz nah neben den Ohren. Du kannst deine Handflächen gegeneinander nehmen, deine Ellbogen greifen oder deine Arme ausstrecken. Und mit deinen Fingern noch weiter von dir wegwandern, sodass das Kinn auf dem Boden aufliegt und du vielleicht den Oberkörper ablegen kannst. Die Welpenposition, eine intensive Rückbeuge und Herzöffnung. Genieße ein paar tiefe Atemzüge hier. Löse nun vorsichtig diese Stellung wieder auf, lass das Gesäß zu den Fersen sinken und komm in die Stellung des Kindes. Du kannst deine Arme rechts und links neben deinen Körper sinken lassen oder die Arme überm Kopf belassen. Deine Stirn ist auf dem Boden abgelegt. Wenn du magst, kannst du auch die Knie weiter auseinandernehmen. Diese Haltung wirkt sich auf die Bereiche zwischen Wirbelsäule und Hüften aus, während die Nieren- und Harnblasenmeridianen ausbalanciert werden. Sobald die Rückenmuskeln entspannt sind, beginnt die Arbeit in den Gelenken. Genieße das Gefühl zu schmelzen. Komm nun langsam aus der Stellung, setz dich auf deine Fersen und richte dich für den Diamant ein. Nimm dir ein Hilfsmittel zwischen deine Füße und setz dich darauf mit dem Gesäß. Lass nun langsam deinen Körper nach hinten Richtung Matte sinken. Stütz dich erstmal auf deinen Unterarm auf und leg dich dann auf den Boden ab. Der unterstützte Diamant ist eine starke Rückbeuge, öffnet den Brustbereich und das Becken. Wenn dir die Dehnung an den Knien und Kreuzbein zu stark ist, unterpolstere deinen Brustbereich. Es handelt sich hier um eine sehr fortgeschrittene Übung, die viel Geduld und Hingabe erfordert. Wenn sich diese Übung für dich angenehm anfühlt,
dann bist du schon bereit dafür. Wenn die Übung für dich nicht stimmig ist, dann probier es mal ohne Hilfsmittel. Einfach flach auf dem Boden mit dem Sattel. Der Sattel ist eine intensive Rückbeuge, vor allem in der Lendenwirbelsäule und im Kreuzbein. Er dehnt die vordere Oberschenkelmuskulatur und die Hüftbeuger, ist sehr gut für Athleten und Menschen, die viel stehen oder gehen. Und nun genieße die letzte Minute in Stille mit der vollen Konzentration auf deinen Atem. Hebe nun den Kopf wieder an, komm auf deine Unterarme und löse die Stellung ganz vorsichtig auf. Nimm dein Kissen unterm Gesäß weg und leg dich auf dem Boden ab in Shavasana oder in die Stellung des Kindes. Und spüre nach. Lass dich Richtung Boden sinken. Fühle dich geerdet. Lass deine Schultern schwer zur Matte sinken. Das Gesäß und der Kopf sind ganz entspannt. Lass hier ganz bewusst alle Anspannung los. Richte deinen Oberkörper wieder auf und leg dich in Rückenlage. Richte deine Wirbelsäule ganz in der Länge aus. Breite jetzt deine Arme aus auf Schulterhöhe. Setz deine Fersen hinterm Gesäß ab. Heb dein Becken vom Boden an, setz es nach rechts. Nimm dann deine Oberschenkel zur Brust und lass die Knie zur linken Seite sinken. Der Blick geht zur rechten Seite, diagonal. Der liegende Twist wirkt ausgleichend auf das gesamte Nervensystem, löst Verspannungen im Rücken, lindert Ischias-Beschwerden, ist wie eine Massage für die Bauchorgane, fördert die Verdauung und hilft bei Gastritis. Neben all diesen Vorteilen wirkt es verjüngend und hat Entgiftungsfunktionen. Dann löse langsam deine Stellung auf. Komm zur Mitte. Wenn du magst, kannst du deine Beine ausstrecken. Spüre deine Wirbelsäule ganz bewusst.
Richte deine Wirbelsäule ganz in der Länge aus. Breite jetzt deine Arme aus auf Schulterhöhe. Setz deine Fersen hinterm Gesäß ab und heb das Becken ein wenig an. Setz es nach links. Und nun nimm deine Oberschenkel zur Brust und lass sie zur rechten Seite sinken. Der Kopf schaut zur linken Seite diagonal. Wenn du magst, kannst du mit der rechten Hand auf deinen Oberschenkel greifen. Atme hier ganz bewusst in die gedrehte Wirbelsäule und lass die Oberschenkel entspannt und auch die Schultern. Spüre, wie deine Schultern schwer in die Matte sinken. Atme ganz bewusst in deinen Bauchraum und die gedrehte Wirbelsäule. Und nun genieße deine letzten tiefen Atemzüge im Twist. Jetzt löse deine Stellung langsam auf. Nimm nochmal deine Knie zur Brust, wenn du magst, und streck dann deine Beine aus für den Rebound. Gib hier nochmal alle Anspannung an die Erde ab. Spüre, wie du noch mehr loslässt. Nimm wahr, wie sich deine gedrehte Wirbelsäule jetzt wieder ausdehnen kann in die Länge, wie deine Muskeln entspannt sind. Und spüre jetzt noch einmal ganz bewusst die Kontaktflächen mit der Matte. Nimm wahr, wie deine Fersen, deine Waden, Teile deiner Oberschenkel, das Gesäß, Teile deines Rückens, deine Schulterblätter, Arme, Hände und Hinterkopf auf der Matte aufliegen. Nimm alle Kontaktpunkte jetzt mal gemeinsam wahr und spüre, wie du mit jeder Ausatmung tiefer in deine Matte hineinsinkst und Stück für Stück mehr loslässt. Kontrolliere, ob sich deine Schultergelenke und Hüftgelenke gut anfühlen. Gegebenenfalls lege deine Arme und Beine ein Stück weiter auseinander. Schau, dass dein Hinterkopf und deine Halswirbelsäule Platz hat. Nimm das Kinn noch einmal leicht zur Brust. Und lass jetzt nochmal ganz bewusst mit jeder Ausatmung mehr los. Gib nochmal alle Anspannung an deine Matte ab. Spüre, wie du tiefer in die Matte sinkst. Erlaube jedem einzelnen Muskel loszulassen. Und in dieser tiefen Endentspannung noch einmal Kraft zu tanken für alles, was kommen mag. Und die Yin-Yoga-Stunde nachwirken lassen. Atme dabei tief und ruhig in deinen Bauch. Und du kannst dir vorstellen, wie du mit jeder Ausatmung die Energie in deine Körperteile weiterleitest, bis in deine Füße, in deine Fingerspitzen. Und spüre so diesen Atemflow. Nimm wahr, wie es ist, einfach nur da zu liegen und du selbst zu sein. Genieße es.
vertiefe deine Atmung wieder. Komm mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück auf deine Yogamatte und stell dich jetzt langsam wieder auf Bewegung ein. Bewege deine Hände und Füße. Lass die Bewegung langsam größer werden. Recke, strecke, regel dich. Und tu genau diese Bewegung, die du jetzt brauchst. Und dann richte dich langsam wieder auf und setz dich in einen kreuzbeinigen Sitz. Nimm dir wieder deinen Duft zur Hand und verreibe das in deinen Händen und genieße den Duft. Leg deine Hände auf deinen Oberschenkeln ab, richte deine Wirbelsäule auf und lass deine Schultern Richtung Boden sinken. Spüre dieser Yogastunde nach. Nach dieser intensiven Dehnungseinheit hoffe ich, dass du dich gut fühlst und dass du was von dieser Entspannung mit in deinen Alltag nehmen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere gerne den Kanal und teile mir mit, wie es dir jetzt geht, unten in den Kommentaren. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Namaste.